Herzlich willkommen zu einem neuen Tipp für dein Tennistraining. Heute geht es um das Thema Anspiel und vor allen Dingen um das Anspiel des Trainers von der Seite. Bei manchen Übungen kann es sinnvoll sein, an der Seite zu stehen. Doch, was läuft hier schief? Wir schauen es uns einmal an. Wie ihr seht, hat der Schüler hier unten im Bild den Ball gerade ins Netz geschlagen. Jetzt könnte man sagen, ey Yannick, du hast dich nicht gut bewegt oder du hast dich schlecht zum Ball gestellt. Ja, aber ich als Trainer bin hier nicht ganz unbeteiligt. Auf dem Niveau, auf dem wir uns hier bewegen, möchte ich es natürlich den Spielern leicht machen. Und das mache ich nicht, indem ich den Ball von der Seite in den Körper reinspiele. Natürlich weicht der Spieler hier unten der Rückhand aus und möchte die Vorhand einsetzen. Aber ich muss mein Anspiel so wählen, dass der Ball nach Möglichkeit vom Körper weggeht. Damit mache ich es dem Spieler einfacher. Schauen wir uns diese Szene also jetzt nochmal kurz in Folge an und überlegen uns jetzt mal, wie ich es dem Spieler hätte einfacher machen können. Wenn ich unbedingt den Ball von dieser Position wegspielen möchte, auf der ich stehe, dann wäre die bessere Alternative gewesen, dem Spieler unten auf die Rückhand anzuspielen. Damit würde der Ball vom Körper weggehen und der Spieler hätte eine deutlich realistischere Spielsituation und würde sich leichter tun. Möchte ich den Spieler allerdings unbedingt auf der Vorhand anspielen, dann wäre mein besserer Zug gewesen, ich würde ein wenig ins Feld reinrücken und den Ball gerade Longline anspielen, so hätte der Spieler ebenfalls eine realistischere Spielsituation. Hier bei dem Linkshänder mache ich es intuitiv richtig, ich spiele nach außen an, der Linkshänder nimmt die Vorhand und hat somit eine realistische Spielsituation. Schauen wir uns mal die nächsten Anspiele an, die ich mache. Und ich zeige euch das jetzt, da ich auch zeigen möchte, dass auch ich noch Lernpotenzial habe und aus Fehlern lernen möchte. Daher auch hier wieder vom Körper weg und ihr seht, wieder hat der Spieler Probleme. Und natürlich können bessere Spieler auch diese Anspiele verarbeiten, indem sie umlaufen, sich besser positionieren. Aber wir sind hier im Amateurbereich, wir sind hier im Lernbereich und da möchte ich es als Trainer den Schülern so einfach wie es geht machen. Also, wenn ihr das nächste Mal von der Seite anspielen müsst, dann versucht an diesen Tipp zu denken, damit macht ihr es euren Spielern einfacher. Ich hoffe, euch hat dieser Tipp etwas gebracht und ihr könnt ihn in eurem Training anwenden. Habt ihr Fragen, Kritik, Anregungen zu diesem Video? Lasst es mich wissen unter dem Video in der Kommentarsektion und dann sehen wir uns beim nächsten Tipp hier wieder auf tennistraining-online.com. Bis dahin, euer Martin.